Willkommen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die Windows-Version von Samsung EasySettingBox für den SAMSUNG LS34C500GAUXEN Monitor installieren, um die Anpassung des geteilten Bildschirms zu erleichtern. Zuerst müssen wir die Installationsdatei finden, die wir ganz einfach in einem Webbrowser finden können, indem wir nach suchen. Lassen Sie uns Google öffnen. Ich mag Bing wirklich gerne. Und nun möchte ich Sie bitten, dass wir gemeinsam nach der LS34C500GAUXEN Firmware suchen, um die passende Version zu finden. Lassen Sie uns nun gemeinsam auf die allererste Seite navigieren, und zwar direkt auf die offizielle Support-Webseite des Herstellers Samsung. Jetzt werden wir direkt auf die Seite dieses Monitors weitergeleitet. Hier müssen wir dann Handbücher und Downloads auswählen. Okay, also EasySettingBox wird in 2 Versionen verfügbar sein. Wir suchen nach der Version für Windows 64-Bit. Klicken Sie auf Download und führen Sie dann diese Datei aus. Öffnen Sie sie. Der Installer wird so auf Ihrem Bildschirm erscheinen. Sie müssen auf Weiter klicken. Dann können Sie das Installationsverzeichnis ändern, aber ich werde das nicht tun. Klicken wir noch einmal auf Weiter und stimmen dann der Lizenzvereinbarung zu. Klicken Sie noch einmal auf Weiter. Warten Sie, bis das Programm installiert ist und klicken Sie dann auf Schließen. Okay, jetzt können wir den Browser schließen. Öffnen wir das Startmenü und suchen die EasySettingBox. Okay, lassen wir das Programm unsere Monitore erkennen. Oh nein, ich werde es auf Polnisch haben. Ich hoffe, ich kann es schnell ändern. Obwohl ich mir nicht sicher bin. Wahrscheinlich werde ich die Sprache nicht ändern können. Es tut mir leid. Aber die Sprache spielt hier eigentlich keine Rolle, weil alles über diese Oberfläche gemacht wird. Also stellen Sie hier sicher, dass Sie den Split-Screen-Modus aktivieren, indem Sie diesen Schalter nach rechts schieben. Und hier haben wir das Kontrollkästchen für die Rasterlinien, die uns eine bessere Vorschau des Bildschirms ermöglichen. Jetzt können wir eines dieser verfügbaren Presets verwenden und sie auch direkt hier anpassen, indem wir diese Balken zwischen den Fenstern verschieben. Jetzt können wir die Rasterlinien jederzeit schließen, wenn Sie mit dem Aussehen zufrieden sind. Und jetzt, in diesem Moment, wenn wir hier gemeinsam verschiedene Anwendungen auf Ihrem Computer öffnen, ich öffne zum Beispiel ganz einfach einmal den Download-Ordner in Ihrem System, dann sehen Sie direkt oben am oberen Rand auf Ihrem Bildschirm ganz deutlich das kleine Symbol mit der praktischen Platzierungsoption für Ihr aktuell ausgewähltes Fenster, das Ihnen bei der Organisation hilft. Und wenn Sie mit dem Mauszeiger darauf navigieren, können Sie Ihr Fenster an der gewünschten Stelle platzieren. Jetzt können wir dieses Programm an dieser Stelle schließen. Im Grunde genommen, und natürlich müssen wir auch die Rasterlinien deaktivieren, damit wir sie nicht die ganze Zeit sehen. Also lassen Sie mich das machen. Und dann können wir dieses Fenster schließen und jetzt 3 verschiedene Apps öffnen und sie mit dem Symbol oben auf Ihrem Bildschirm ausrichten. Wählen Sie einfach die Position für Ihre aktuelle Anwendung aus und sie wird mit den anderen Fenstern ausgerichtet. Und das ist im Grunde genommen, wie Sie dieses Programm verwenden können. Das ist die gesamte Funktionalität. Wenn Sie es deaktivieren möchten, müssen Sie zur Taskleiste navigieren und es im Aufgabenmenü öffnen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Beenden aus. Auf diese Weise können Sie dieses Programm deaktivieren. Und das war's im Grunde. Danke fürs Zuschauen. Wenn es geholfen hat, bitte abonnieren, Like und Kommentar dalassen. Bis zum nächsten Mal.